Wir schauen auf Alibaba. Da ging es ziemlich dynamisch zur Sache gestern. Um die 11% ist die Aktie angestiegen. Und hier hat man von Seiten der Anleger auf Hinweise in Richtung bessere Profitabilität und Wachstum des KI-Geschäfts reagiert. Vor allem Alibaba Cloud hat hier, wie es aussieht, eine sehr gute Positionierung im KI-Cloud-Markt. Und da sieht es von Seiten eines Unternehmensbriefings so aus, dass man hier sehr, sehr starke Zahlen haben dürfte, dass sich die Verluste im Instant-Commerce-Geschäft im Juni-Quartal deutlich verringert haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und parallel dazu, dass man hier eine sehr gute Profitabilität insgesamt über den Konzern erzielt hat. Von daher würde ich sagen, die Sorgen, die hier vielleicht bei Alibaba auch mit dazu beigetragen haben, dass die Aktie so stark abgestraft war in der letzten Zeit, da ist man nämlich dabei, dieses On-Demand-Delivery-Geschäft sehr klar auszubauen und da eben auch entsprechend viele Investitionen vorzunehmen. Ja, ein bisschen dieser Unruhe, ein bisschen dieser Unsicherheit hat man mit diesen neuen Erwartungshaltungen hier anscheinend aus dem Markt rausgenommen. Alibaba Cloud hält hier wahrscheinlich so einen Anteil von rund 40% im chinesischen Markt. Und damit liegt man ganz klar von Seiten Alibaba über dem kombinierten Marktanteil von Baidu, ByteDance und SenseTime. Ja, und das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das geht so ein bisschen in Richtung First Mover Advantage, aber dieser starke ja, Markt, den man hier im Prinzip im Bereich der KI-Plattform hat in China, der sollte doch, denke ich, auch dazu führen, dass wir hier weitere Anstiege sehen können. Also das erste Kursziel, was ich jetzt hier für die Alibaba-Aktie identifizieren würde, das liegt sehr, sehr einfach hier im Bereich 120 $ und danach geht es dann in die Bereiche so um knapp über 140 $. Und das wären so die nächsten beiden Anlauflevel, die ich für durchaus realistisch halte. Denn zum einen, wenn man sich die Aktie mal anschaut von Seiten der Bewertung, dann sehen wir hier ein 17er Kurs-Gewinn-Verhältnis. Ja, das lag jetzt vor diesem Anstieg von gestern noch irgendwo im Bereich unter 15. Und das muss man natürlich dann vielleicht auch mal mit einer Meta vergleichen, die irgendwo bei 19 liegt und schon relativ günstig angeboten wird. Also wir sehen hier einen großen, großen Abschlag zu den US-Peers. Und da muss man sich eben auch fragen, ob denn dieser gigantische Abschlag am Ende gerechtfertigt ist oder ob wir nicht davon ausgehen können, dass China auch mehr und mehr eine wirklich ernstzunehmende Macht im Bereich der KI wird. Und da können wir uns vielleicht mal kurz anschauen, was uns denn hier vielleicht ein 50% Retracement dieser großen Abwärtsbewegung liefern würde. Und da kommen wir dann nämlich auch ziemlich genau in den Bereich, den wir eben so als zweiten Zielbereich festgelegt haben, nämlich so knapp über 140 $. Das wäre quasi das 50% Retracement. Und der erste Bereich, den wir hier unten sehen, irgendwo im Bereich so um 120 bis 124, das wäre quasi unser ein Drittel Retracement. Ja, und deswegen sind das die beiden Niveaus, mit denen ich hier arbeiten würde. Wer also vielleicht ganz unten schon Alibaba-Positionen aufgebaut hat, der kann mit diesen ersten Kurszielen hier arbeiten. Wer gerne noch Positionen aufbauen möchte, für den reichen höchstwahrscheinlich diese Kursziele hier nicht, denn da haben wir wieder das gleiche Problem. Wir haben diesen starken Anstieg gestern gesehen und das bedeutet, dass die Stops doch deutlich größer werden müssen und dann reicht eben dieses 120er Kursziel nicht mehr für neue Positionen. Nvidia, Tesla, Palantir. Welche Aktie bewegt morgen den Markt? Genau das schauen wir uns jeden Tag um 13 Uhr live im OnVista YouTube-Kanal an. Ihr entscheidet im Chat mit, welcher Titel drankommt. Also Kanal abonnieren und morgen live dabei sein.